Ich bin heute für euch mal unterwegs und wo ich bin, das seht ihr nach dem Intro. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute in keinem Freizeitpark. Ich bin heute auf einer Kirmes unterwegs und zwar bin ich hier in der Stadt Luxemburg, wo jetzt eigentlich zu der Zeit die Schobermesse stattfinden würde. Das ist halt bei uns in der Region hier mit die größte Kirmes und ja, die ist eigentlich immer von Mitte, Ende August bis Anfang September. Das ist genau wegen jetzt eigentlich. Aber wegen Corona ist das natürlich ausgefallen und stattdessen gibt es eine Alternative und zwar Fun om Glacis. Ja, und das schauen wir uns mal an, was es da alles zu sehen gibt. Kirmesgänger und habe auch gar keine Erfahrung, wie es ist so mit den Preisen. Hier im Hintergrund könnt ihr die Alpina-Bahn sehen, die ich euch ja gerade auch schon gezeigt habe. Und ja, da müsst ihr 7 € pro Fahrt rechnen. Ob das jetzt unbedingt viel ist oder wenig, ich kann es nicht abschätzen. Es steht noch eine andere große Achterbahn hier, die noch ein bisschen größer ist als die jetzt hier im Hintergrund. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, was kann man noch sagen? Der Platz hier ist schon anders aufgeteilt als die Schobermesse. Also für die Leute, die die Schobermesse kennen, es ist viel mehr Platz hier. Ihr müsst natürlich auch die Hygieneregeln einhalten. Das heißt, es ist Maskenpflicht auf dem ganzen Platz hier. Und wenn ihr nachher in den Gastronomiebereich geht, da ist auch dann die 3G-Regel. Das heißt, ihr müsst geimpft sein, getestet oder genesen. Sind ja sehr, sehr beliebt, aber da gehe ich doch lieber ins Hotel Tartuffe, oder? Hier in Luxemburg sind die Regeln noch ein bisschen anders. Ihr könnt hier sehen, ihr könnt hier schießen und es gibt sogar IMAX und PlayStation 5 zu gewinnen. Fernseher und ja, da ist auch schon der neue iMac. Das ist schon ein bisschen krass, ein bisschen anders als bei uns, auch MacBooks und so. Ja, das wäre schon cool, wenn es sowas bei uns auch geben würde, aber wie hoch ist die Chance, wirklich hier irgendwas zu gewinnen? Ich muss natürlich ganz ehrlich sein, all so ein Kram wie jetzt das hier im Hintergrund ist absolut überhaupt gar nichts für mich. Das dreht sich viel zu schnell. Wenn es ein bisschen langsamer gehen würde, dann vielleicht, aber nee. Früher ja, heute lieber nicht. Seid ihr so Kirmesgänger? Also macht ihr gerne solche Fahrgeschäfte oder Breakdance oder so? Also ich bin dann eher so dieser Parkgänger, der auf Dark Rides steht und auf alles, was so ein bisschen langsam ist. Gehört tatsächlich zu den Geschäften, die ich damals immer sehr, sehr gerne besucht habe. Und ja, heute nicht mehr, ist mir auch zu schnell, dreht sich die ganze Zeit im Kreis und ja, mal schauen, irgendwann vielleicht nochmal, aber heute definitiv nicht.
der Bahn, die hier im Hintergrund steht, da muss ich nicht viel sagen. Das ist der große Olympia-Looping und ich habe gerade mit einem Follower hier aus Luxemburg geredet und die haben gesagt, sie sind ultra stolz, dass der Olympia-Looping jetzt endlich mal auch hier in Luxemburg steht. Und ja, wie das dann das Ganze so aussieht mit den 5 Loopings, das seht ihr jetzt. Tower steht hier in Luxemburg und der ist ja sicher auch einigen ein Begriff, hat sehr, sehr viele Fans bei uns in Deutschland und ja, auch damit würde ich natürlich nicht fahren, aber zum Ansehen ist es einfach schön. Ja, ihr könnt sehen, überall ist hier tatsächlich ausreichend Platz, so dass sich keine großen Menschengruppen bilden können. Also Hygiene ist tatsächlich hier geachtet, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und ihr findet hier auch in dem Bereich, wo jetzt die Attraktionen stehen, keine Essbuden und auch keine Süßigkeiten, kein gar nichts. Dafür gibt es einen extra Bereich, da wo, habe ich eben schon mal angekündigt, da gilt dann die 3G-Regel, getestet, geimpft und genesen. Da müsst ihr auch euren Impfausweis oder die App vorzeigen, dass ihr dann dahin Zutritt bekommt. Das ist eine gute Sache, ne? Also wenn ihr nicht seid, könnt ihr trotzdem mit Maske hier auf den Platz gehen, weil Maskenpflicht besteht. Aber wenn es dann zur Gastronomie geht, da muss man dann die 3G-Regel beachten. Gecheckt worden, das heißt also, es wurde der Impfausweis oder die Covid-App wurde nachgeschaut und so wie es da aussieht, bekommt man jetzt dann auch noch eine Art Bracelet, also ein Armband, so dass man sich dann hier auf dem Gelände dann frei bewegen kann. Ein Armband bekommen und damit ist dann nachgewiesen, dass wir genesen, geimpft oder getestet sind und ja, wer sich fragt, wo dieser Gastronomiebereich hier ist, der ist direkt hier hinter dem Olympia-Looping, da geht es dann extra nochmal jetzt so rein. Ja, wie es hier aussieht, was hier alles so gibt, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe zwar wirklich Hunger, aber ich habe mich jetzt hier nicht angestellt, denn ihr habt gesehen, die Warteschlangen hier an den einzelnen Essensbuden sind sehr, sehr lang. Was man dazu sagen muss, ist natürlich auch, es ist jetzt gleich 6:30, also Abendessenzeit, von daher ist das völlig normal. Das Angebot vom Essen ist normalerweise hier natürlich sehr, sehr viel größer, aber es ist auf jeden Fall was da und ich finde, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier in der Nähe kommt, dem von Om Glacis einen Besuch abzustatten. Wenn ihr
ihr jetzt auch so ein bisschen Lust auf Kirmes bekommen habt, dann habt ihr noch Zeit. Bis zum 12. September ist hier dieses Fest Fun on Glacis noch da. Jeden Tag von 11 Uhr bis um 23 Uhr hat der Kirmesplatz geöffnet. Ihr habt gesehen, es gibt ein ausreichendes Angebot für Achterbahnfans. Auf jeden Fall was geboten und ja, mal schauen, vielleicht kommen wir in den nächsten Wochen auch noch mal wieder, wenn sich denn hier in der Umzugszeit jetzt bei mir noch ein bisschen Zeit ja, wie soll ich sagen, ergibt. So, das ist das richtige Wort. Übrigens, Zeit ergibt. Am Freitag geht es ja schon weiter, denn dann geht es Richtung Disneyland Paris. Da besuchen wir ja das große Ultimate Princess Festival. Da freue ich mich schon sehr und das werdet ihr natürlich dann auch hier bei YouTube zu sehen bekommen. Und ja, wenn euch dieses kleine, aber feine Kirmes-Videos, war jetzt mal ein Versuch, sowas habe ich ja auch noch nie gemacht, gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal vielleicht sogar abonniert, wir sind jetzt schon so viele mittlerweile, darüber würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht auch die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns noch diese Woche wieder, versprochen, aus dem Disneyland Paris. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit.